Schaut euch einfach mal diese Landschaft hier im Hintergrund an. Es sieht so traumhaft schön aus. Wir sind jetzt in Cat Ba, eine Insel an der Küste Vietnams, von wo aus man Bootstouren in die Halong und in die Han La-Bucht machen kann. Und hier kommt man eigentlich ganz easy von Hanoi aus hin. Wir sind jetzt hier mit dem Bus hingefahren, hat ungefähr so 5 Stunden gedauert. Dann mit dem Speedboot rüber auf die Insel und dann hier auf der Insel nochmal mit dem Bus bis zur Unterkunft und haben dafür 8 € gezahlt, also relativ günstig. Und hier übernachten wir jetzt erstmal eine Nacht im Golden Land Hotel, zahlen dafür gerade mal 8 € für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück. Hier halten wir uns gar nicht lange auf, denn wir wollen eine Bootstour machen in die Han La-Bucht und hier gibt es ganz viele Touranbieter und wir suchen jetzt mal die richtige Tour für uns. Yeah, so I can show you where to go on the map. 2 lunch, 1 dinner, 1 breakfast. 120. Wie sehen denn die Boote aus? Schon luxuriöser als ich dachte auf jeden Fall. Also so mit warmer Dusche, privat zu jedem einzelnen Zimmer und so. Ja, wir gucken nochmal weiter, aber klingt schon nicht so verkehrt, oder? Ja. 2 options. 450. $300 for 4 people. So how much was it per person? $126 per person. The menu right here. So actually right now we do the happy hour. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir sind hier nicht alleine in Vietnam. Wir haben Besuch aus Deutschland bekommen. Timmy und Beno sind am Start. Und ja, wenn ihr unseren Kanal schon ein bisschen länger verfolgt habt, ihr vielleicht die beiden schon mal in Costa Rica gesehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier nicht alleine sind. Wir trinken jetzt mal ein Bierchen, überlegen mal, welche Tour wir buchen wollen. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Angebote und ja, bei dem Bier fällt die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter. Die Entscheidung ist gefallen. Yes. Wir haben noch sehr viele Reviews gelesen und wir haben ein gutes Gefühl jetzt mit dieser Company hier, Cat Ba Ventures, top bewertet und ich glaube, es wird richtig cool. Also wir zahlen jetzt 135 € pro Person und das wird schon sehr nice, glaube ich. Xin Ciao, guten Morgen aus Cat Ba. Die Tour startet heute um 11 Uhr. Das ist ein bisschen später als die meisten anderen Anbieter. Die meisten fangen so um 8 oder 9 an. Aber da wir alles Langschläfer sind, ist das für uns gar nicht schlimm. Und ja, wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit und dann geht's los. Yeah, I'm Ben. Yes, your guy for the Ben, trip. we got Ben. Yeah. We read many reviews from you on TripAdvisor. Okay, thank you. Yeah, so the boat's gonna take us about a few minutes from here to the harbor where we can see our boat later. We're gonna go by this boat first and then we'll swim to the sleeping boat in the afternoon. As you see on the right side here, this one is the center of Lan Ha Bay, everybody. Right, this area is the smallest bay in the 3, Lan Ha Bay, Ha Long Bay and Bai Long Bay. Okay, you can go change your clothes and then you get up here to make a jump from the 2nd floor here. Nice. Yeah, you can jump from here. Cool. All right, so yeah, take your time for swimming, everybody. Let's go. Let's go, let's do it. Nice. Ja, springen wir rein, oder? Safe. Bestes Wetter jetzt. Richtig schön. Geil. Macht Spaß, oder? Nice. Jetzt ist Zeit für Mittagessen und es gibt sogar verschiedene Table, einen auch für die Leute, die nur vegetarisch essen. Da setzen wir uns jetzt hin und es sieht richtig gut aus und jetzt lassen wir uns jetzt mal schmecken. This one is tofu and mushroom mix. Right, tofu and mushroom. This one bok choy. Yeah, fried bok choy. And we have a tofu stir fry with tomato. Also Essen ist auf jeden Fall sehr lecker, auch mit guten vegetarischen Optionen. Und hier hinter mir sieht man schon das Boot für heute Nachmittag. Das ist dann noch deutlich größer und ja, hat dann halt auch so Kabinen. Das zeigen wir euch aber, wenn wir drauf sind. Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, gehen wir erstmal Kajaken und ja, wird auf jeden Fall nice. Bisher ist es echt cool. Ready for the Kajak? Yes. Das sieht schon mega aus, oder? Ja, mega nice, ey. Echt mega cool. Also wir fahren hier so durch 3 Höhlen durch und das geht nur bei Ebbe, sonst ist das Wasser zu hoch drinnen. Und auch nur, wenn nicht zu starke Strömung ist, aber ich glaube, jetzt heute ist relativ calm. Von daher kein Problem, aber es ist ganz cool, super entspannt. Auch nicht keine anderen Leute hier. Und ja, Helen manövriert uns stabil durch jede Höhle durch. Die
Kajaktour war ganz entspannt, easy going, einfach durch diese Höhlen ein bisschen gechillt. Also ja, ganz locker. Und jetzt geht es so langsam Richtung Sunset. Und jetzt wechseln wir schnell noch die Location, weil man von hier aus den Sonnenuntergang nicht sehen kann. Da wechseln wir dann auch das Boot, dann geht es aufs große Boot, da bin ich mal gespannt drauf. Aber erstmal hoffen wir noch, dass wir einen schönen Sonnenuntergang catchen können. Aber was man hier so hinter den Bergen schon sieht, sieht sehr, sehr nice aus. Jetzt auf das Boot, auf das hier gehen wir jetzt und da haben wir dann auch Abendessen, übernachten, da gibt es dann die ganzen Schlafzimmer und morgen bleiben wir auch auf dem. Bin gespannt, wie es so aussieht. Ja, ich auch. Wir haben jetzt gerade die Zimmer aufgeteilt, es gibt unten 6 Zimmer und 2 Zimmer hier oben, die haben wir bekommen und wir schauen jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Das ist halt luxuriöser als jedes Hotelzimmer eigentlich, das wir sonst haben. Heftig. Krass, und wir haben auch ein eigenes Bad, hier Klimaanlage. Also 2 riesige Betten, das ist ja eigentlich kein Doppelzimmer, das ist eigentlich größer. Checken wir mal das Bad aus. Okay. Das habe ich nicht erwartet auf einem Boot, aber ist auf jeden Fall geil, oder? It's kind of like a fake chicken. Fake Yeah, it chicken. looks like chicken. Yeah, It fake looks like chicken. a bone. This one, tofu and rice flour together. This with potato. Tofu is fried with tomato. That one rice flour, and sweet potato again. Different recipe. Okay, enjoy your meal. Okay. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und ich glaube, im Hintergrund sieht man es so ein bisschen. Da stehen schon die anderen Schiffe. Da fahren wir jetzt auch hin und ja, das ist dann der Schlafplatz für die Nacht und es ist wirklich traumhaft schön gewesen. Also wenn man schon mal Bilder von der Halong-Bucht gesehen hat, genauso sieht es halt aus, diese Karstfelsen, einfach unfassbar schöne Landschaften. Und die Tour ist echt gut organisiert. Also Ben, unser Guide, ist extrem freundlich, super hilfsbereit, kann einem auch viel erzählen. Also man kann ihn auch immer wieder zwischendurch Fragen stellen und so weiter und ja, kann sehr gut Englisch sprechen. Und die Gruppe ist auch super cool. Also wir haben jetzt 14 Leute gehabt bisher und jetzt 16. Also hier auf dem großen Boot sind jetzt noch 2 dazugekommen. Auch alle super entspannt und die Tour kriegt es auch sehr gut hin, so Plätze zu meiden, wo es halt voll ist. Das haben die ganz gut irgendwie geplant in ihrer Route. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass es irgendwie voll ist. Das ist etwas, was wir sehr schätzen und das macht die Tour umso schöner. Und dann trinken wir noch ein Bierchen, lassen den Abend gemütlich ausklingen, aber Zwischenfazit ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Guten Morgen. Also, es ist ein bisschen früh für uns, glaube ich. Ich kam hier gerade raus, sehr verschlafen, alle Leute schon voll wach. Aber gut, ich glaube, es lohnt sich. So, wenn wir früher aufstehen, haben wir noch mehr von der schönen Umgebung. Wir warten jetzt auf Timmy und Bedo. Die liegen nämlich auch noch im Bett. Und dann starten wir mal ganz gemütlich in den Tag. Man könnte sich auf jeden Fall eine schlechtere Kulisse vorstellen, um so früh aufzustehen, oder? Das ist auf jeden Sieht Fall. sehr schön aus. Ja, mega. Wetter ist auch noch nicht ganz so geil, aber es war gestern auch so. Vielleicht klart es im Laufe des Tages wieder etwas auf, aber das ist schon ganz gut. Nacht war eigentlich auch ganz gut, oder? Ja, hab gut geschlafen. Wir haben uns jetzt wieder Badesachen angezogen. Um 9 Uhr startet nämlich der nächste Kajaktrip. Und das Wetter klart auch so langsam auf, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber wir switchen wieder zurück auf die GoPro dafür. So, wir haben uns jetzt gerade noch mal im Wasser abgekühlt und sind dann sehr souverän wieder aufs Boot zurückgegangen. Das habe ich leider nicht gefilmt, ey. Du hast nicht gewartet, das sah sehr schön Das sah aus. richtig gut aus auf jeden Fall, glaubt mir einfach. Und jetzt kommt hier gerade noch eine andere Gruppe und wir fahren wieder weg. Also das ist immer so ganz gut getimt, dass wir eigentlich immer überall alleine sind. Also die Kajaktour war auch wieder ganz entspannt. Jetzt cruisen wir hier ein bisschen lang und gehen gleich mal hier an den Strand. Ja, sehr nice. Genießen einfach die Landschaft ein bisschen, quatschen mit den Leuten. Sehr cool. Enjoy your experience, everybody. You can jump from the second floor here as well.
haben auf jeden Fall unseren inneren... Oh, ich habe die Muscheln auf dem Boot vergessen. Sie hat Muscheln gesammelt. Ich habe doch gesehen, dass ihr die ganze Zeit irgendwelche Steine geworfen habt. Das war Steinweitwurf. Warum hast du deinen Hut nicht auf? Stimmt, ey. Muss ja eigentlich. Schon besser. This one rice cracker. You got a cucumber, then vegetable spring roll, peanut. Yeah, peanut. This one tofu and mushroom, sweet potato, and sayat. Okay, enjoy your meal, please, everybody. Thank you. Good appetit. Okay. Bon appetit. Wir haben jetzt noch zu Mittag gegessen und so langsam neigt sich die Tour auch dem Ende zu. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg nach Katba Town, können aber hier vorher noch in den Zimmern duschen und so um 3 Uhr sind wir dann wieder da. Dann schnappe ich mir Hell und dann ziehen wir noch mal ein kleines Fazit. Mit dem Wetter haben wir jetzt auch nochmal richtig Glück und ich denke, es kommt im Video gut rüber. Es war eine richtig, richtig coole Tour. Wir hatten richtig viel Spaß und vor allem wollte ich nochmal positiv hervorheben, wie ruhig es wirklich war. Also es waren wirklich wenig andere Boote dort unterwegs, wo wir waren. Also wir hatten die Szenerie fast immer für uns und ja, es sieht wirklich so schön aus, wie man sich das so vorstellt, wie dieses Postkartenmotiv. Und deswegen können wir die Tour und den Anbieter auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber das Schlusswort überlassen wir in dem Fall mal unserem Guide Ben. Hello, everybody. My name is Ben. So I'm working for Katba Ventures, which offer the trip in Katba, Lanha and Halong Bay. So we offer the tour of 1 day and multiple days on the boat, on the cruise. Now we organize a lot of activities in the water as well, like deep water soloing, kayaking, swimming, and so on. We welcome everybody to come to Katba to join the trip with us. And we have been organizing the trip for nearly 20 years already. So with this long experience, we guarantee you that we can bring you the best experience in Vietnam. Because joining with us, you will not only enjoy the scenery, the landscape, the nature, but you also enjoy the real Vietnamese culture and Vietnamese history. Thank you so much. Thank you. It was amazing and you are a great guide. Thank you. Thank you. Thank you. Und dann nochmal... Nee. Scheiße. Oh, das war gut. Ja, das war gut. Buy two, get one. Vielleicht auch vorbereitet. Soll ich das sagen oder? Soll ich nochmal machen oder? Cảm ơn. Okay. Cảm ơn. Yeah, that's better. Ich kann nicht reden. In der Ja. Bucht. Einfach mal her. Nein, nicht dumm gucken. Einfach mal herkommen.